Frankfurt-Nordend beim Fischfachgeschäft Ohrmann. Hier haben wir Leute gefragt, welchen Fisch sie am liebsten essen. Also ob das jetzt Lachs, Seezunge, Kabeljau, jeden Fisch eigentlich. Scholle. Warum Scholle? Das ist der beste Fisch, würde ich sagen. Ja? Forelle, wie gesagt. Also da gibt es ja auch so Lachsforellen oder so. Sowas esse ich gerne. Lachs, am liebsten Lachsfilet. Die Fischvorlieben unserer PassantInnen sind vielfältig. Doch was sagt der Fischexperte dazu? Jürgen Ohrmann verkauft Fisch schon seit Jahrzehnten im Frankfurter Nordend und weiß genau, was seine KundInnen bei ihm am allerliebsten kaufen. Ein Dauerrenner ist natürlich immer Lachs, weil Lachs essen Erwachsene gerne, Lachs essen Kinder gerne. Lachs ist einfach in der Zubereitung, es kann wenig schief gehen, sie können relativ schnell gute Gerichte kochen. Klar, Lachs ist beliebt, aber ist er auch nachhaltig? Und bei welchem Fisch kann ich guten Gewissens zuschlagen? Hierbei helfen zum Beispiel die Tier- und Umweltorganisationen WWF und Greenpeace mit speziellen Fischratgebern im Internet oder als App. Der Fischratgeber soll Konsumenten oder Verbraucherinnen helfen, einen nachhaltigen Fisch auszuwählen. Da kann man sich entweder, wenn man gar nicht weiß, was man einkaufen möchte, kann man sich Ratschläge holen, welche Produkte einfach grün sind, die einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck haben. Oder wenn Verbraucher einen bestimmten Fisch haben wollen, können sie dann bei uns im Fischratgeber nachschauen, was wichtig ist, zum Beispiel aus welchem Gebiet er kommt. Weltweit gelten 1/3 der kommerziell genutzten Fischbestände als überfischt und 60% als maximal bejagt. In den europäischen Gewässern ist die Situation besonders schlimm. Im Mittelmeer und im Schwarzen Meer gelten 62,2% der Bestände als überfischt. Doch für viele Fischbestände fehlen Daten. WissenschaftlerInnen können nur für 35% der untersuchten Bestände eine Zustandsbeschreibung machen. Beim Thema Nachhaltigkeit ist die Herkunft des Fisches von großer Bedeutung. Tatsächlich landen Wildfische aber nur noch zur Hälfte auf unseren Tellern. Die andere Hälfte stammt aus Fischzuchtanlagen, sogenannter Aquakulturen. Wie beim Wildfisch gibt es auch hier Kriterien, auf die man beim Einkaufen achten sollte, wie zum Beispiel das Bio- oder das ASC-Siegel. Und bei einem bestimmten Aquakulturfisch kann man sogar bedenkenlos zugreifen. Der Fisch, der am grünsten und am ökologischsten ist lokaler Karpfen. Also da kann man eigentlich nichts besser machen. Das ist ein Aquakulturfisch, der hier sowohl kulturell als auch sozial tief verankert ist, wo die Karpfenteiche auch noch eine Zusatzleistung eigentlich haben für die Ökosysteme. Also eine bessere Wahl kann man eigentlich nicht machen, nur die meisten Verbraucher mögen einfach keinen. Karpfen essen wir sehr viel. Also gerade Karpfen ist für mich ein Fisch, der ist nicht so bekannt. In Osteuropa wird Karpfen eigentlich nur gegessen. Also es kommt immer darauf an, wo man ist. Karpfen eher nicht. Karpfen nicht unbedingt, nee. Das sind so Fische, die mag ich nicht. Nee, also den mag ich gar nicht. Der Karpfen polarisiert. Aber wenn es dann doch unbedingt der Lachs sein soll, dann vielleicht als Kompromiss der Biolachs. Jürgen Ohrmann erklärt, was den Biolachs ausmacht. Der Lachs hier, der kommt aus Irland. Das ist ein biozertifizierter Biolachs, der quasi in Meerfarmen gefangen wird und gezüchtet wird. Und der die Zertifizierung quasi erhält dadurch, dass er biozertifiziertes Futter bekommt, dadurch, dass er mit einer geringen Besatzdichte arbeitet. Die Fische sind in der Regel geimpft und das gesamte Paket macht den Fisch sehr hochwertig. Mehr Qualität und dafür seltener auf den Tisch ist womöglich ein guter Kompromiss. Denn eine Überfischung der Ozeane hätte nicht nur für unser Ökosystem gravierende Folgen. Für Millionen von Menschen ist überlebensnotwendig, dass es noch Fisch in den Meeren gibt und dass die Aquakultur funktioniert und weiter ausgebaut werden kann. Darum ist es sehr wichtig, dass wir jetzt darauf achten, dass Fischbestände gut gemanagt sind und dass die Natur und die Meere nicht zerstört werden und auch für die zukünftigen Generationen diese Nahrungsressource für uns bereitstellen können. Heike Vesper ist Meeresbiologin und leitet bei der Umweltschutzorganisation WWF Deutschland den Fachbereich Meeresschutz. Guten Abend, Frau Vesper. Guten Abend. Wäre der Karfreitag nicht eine gute Gelegenheit, mit Fisch auf dem Teller mal zu fragen, wie geht's den Meeren eigentlich? Absolut die beste Gelegenheit, danach zu fragen, ja. Und wie geht's Ihnen?
Ich würde sagen, wenn wir einen Vergleich ziehen würden zum Menschen, fällt es uns ja leichter, irgendwie vielleicht das Bild zu verstehen. Dann ist das Meer an allen Organen schwer erkrankt und müsste, wenn wir ins Krankenhaus gehen würden, in jedem Fall auf die Intensivstation gebracht werden. Das klingt echt lebensbedrohlich, um mal im Bild zu bleiben. Zählen Sie doch bitte die Probleme mal auf, die das Meer hat. Ja, die Probleme sind super vielfältig. Wir haben eine massive Überindustrialisierung der Meere. Wir hatten schon in dem Beitrag gerade gesehen, Überfischung spielt eine große Rolle, aber auch die Auswirkungen des Fischereigerätes auf die Lebensräume im Meer, die Arten, die alle mitgefangen werden, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Der Schiffsverkehr nimmt zu, weil Transport natürlich also über die Meere irgendwie viel organisiert wird und die Globalisierung hier ein großer Treiber ist. Wir haben aber auch eine massive Verschmutzung, eine Überdüngung und der Klimawandel oder die Klimakrise, besser gesagt, setzt auch unseren Meeren schwer zu. Haben Sie ein Beispiel dafür, also wie das Klima sich auf Fische auswirkt? Das Wasser wird wärmer, weil die ganze Atmosphäre sich auch erwärmt und Fische sind aber sehr stark angepasst auf den Temperaturbereich, in dem sie leben und sind nicht sehr tolerant für Temperaturveränderungen. Und wir haben tatsächlich unter Wasser eine Art von Massenflucht, die wir beobachten können in den letzten Jahren. Und die Fische gehen dahin, wo es kühler ist. Also entweder vom Äquator weg, polwärts oder aber in größere Tiefen. Das ist ein Beispiel. Ja, wollten Sie noch ein anderes sagen? Entschuldigung, wollte Sie nicht unterbrechen. Nein, es gibt so viele Beispiele, die man da nennen kann. Der Ozean wird immer saurer, irgendwie die Pole schmelzen ab. Wir haben Veränderungen in den Meeresströmungen, die wir beobachten können. Der Meeresspiegelanstieg, den wir an den Küsten haben, es ist sehr vielfältig. Und es klingt jetzt auch alles so allumfassend, dass es eigentlich so ein bisschen auch unsere Vorstellungskraft übersteigt. Vielleicht ja auch, weil sich das eben zum großen Teil alles unter der Oberfläche irgendwie abspielt und man vieles gar nicht sieht, oder? Ist das ein Problem auch bei der Vermittlung? Das ist ein Riesenproblem und wir glauben, dass das auch eine der Hauptursachen dafür ist, dass wir politisch so wenig Fortschritte machen, was den Meeresschutz angeht, obwohl die Meere so wichtig für unser Überleben auf diesem Planeten sind. Und wenn man einfach mal die Decke hochheben könnte, also die Ozeane sozusagen zurücklegen würde und man könnte sehen auf dem Meeresboden, was dort alles an Schäden angerichtet worden ist, durch zum Beispiel schweres bodenberührendes Fischereigerät oder aber der ganze Müll, der auf dem Meeresboden liegt, die Korallen, die sterben, dann hätten wir, glaube ich, als Menschen ein anderes Bild und würden auch anders damit umgehen. Denn das, was in den Meeren passiert, das würden wir in unseren Wäldern zum Beispiel niemals hinnehmen. Also sind quasi die Meere genauso wichtig wie die Wälder und Regenwälder fürs Klima auch? Absolut. Wir haben quasi zwei große Lungenflügel auf unserer Erde. Und der eine ist der grüne, das sind die Wälder und die Regenwälder. Und der andere ist der blaue, weil jeder zweite Atemzug, den wir hier nehmen, der stammt tatsächlich aus der Sauerstoffproduktion der Ozeane. Und zusätzlich sind die Meere auch noch enorm wichtig als Klimaanlage, weil die große Oberfläche, die große Wasseroberfläche eben ganz viel von der Erhitzung, die wir als Menschen durch unseren CO2-Ausstoß induziert haben, dort abgepuffert wird. Das klingt alles echt ganz schön ernst. Was kann denn jeder Einzelne trotzdem tun, um ein bisschen was für die Meere zu machen? Ja, manchmal vergisst man, dass viele Kleinigkeiten sich summieren zu einer großen Aktion. Und so können wir alle, die wir ja Teil des Problems sind, irgendwie wie mit unserer Natur umgeht, eben auch ein Teil der Lösung sein. Und das fängt an beim Fischeinkauf, Fisch einfach selten zu nehmen. Das ist nichts, was man alltäglich essen sollte, sondern eher eine Delikatesse. Dann gab es ja gerade in dem Beitrag irgendwie die guten Ratschläge, wonach man da gucken kann, um umweltverträglich Fisch zu wählen. Aber auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel wenn Sie den Plastikeintrag in die Meere reduzieren wollen. Das eine ist natürlich weniger plastikverpackte Produkte zu kaufen, aber auch, was viele nicht wissen, Waschmaschine immer schön voll machen, weil wir viel Kunststoff in unserer Kleidung haben und so der Abrieb reduziert wird. Und wenn man das Fusselsieb reinigt, bitte nicht unter fließendem Wasser, sondern in den Mülleimer. Da ist so viel Mikroplastik drin, das würde sonst direkt ins Wasser gehen. Das ist ja echt mal ein einfacher Tipp, den wir umsetzen können. Erstmal schönen Dank und übrigens Ihren Fischratgeber, den haben wir natürlich auf unserer Homepage verlinkt, kann sich jeder angucken und runterladen. Dankeschön. Tschüss nach Hamburg. Sehr gerne, danke. Einmal mehr wird deutlich, Klimapolitik ist nicht nice to have, sondern die Grundlage für alles, was wir sonst noch brauchen und wollen. Die Meere und die Wälder sind die Lungenflügel des Klimas, den Satz merke ich mir. Und das Flusensieb nicht unter fließend Wasser reinigen, sondern über dem Müll abbürsten, das merke ich mir auch.